kommt der raus? Da drauf? Ja. Okay. Es gibt wirklich nichts Besseres, was mir passieren konnte, weil er versteht, was sie will, weil er einfach die Erfahrung hat, ja, und bringt mich dadurch auch wahnsinnig weiter, weil er in meine Produkte seine Erfahrung einbringt. He is really good teacher for me. He is really good like father of me. Ja, wenn ich das jetzt erzählen würde. Wir haben viele Leute, die die Firma besuchen aus der ganzen Welt. Und auch Leute, die Business hier in Indonesien tun. Und die sind meistens überrascht, dass es möglich war, die Firma wir sind in einem Dschungel draussen und mit lokalen Leuten auf diesen Level auch zu bringen. Warum das die Firma wirklich funktioniert und was es ist schwierig zu sagen, warum. Weil das weiss ich nicht wirklich, aber ich glaube, es hat damit zu tun, ich habe nie eine Ausbildung gemacht als ein Businessman. Und in Indonesien kriegst du die Leute oder gewünscht du die Leute in dem, ich führe es wie eine Familie eigentlich. Du tust die Leute überzeugen, du bist eine Autorität, aber wie gesagt, mit Zuckerbrot und Peitsche, so ein bisschen in diese Richtung. Ich tue ein bisschen viel Zuckerbrot verteilen, glaube ich. Ich musste lernen, dass man ein bisschen beides machen muss. Oder? Und ich glaube, das ist so, dass die Leute, die haben einfach Glück gehabt, dass sie super Leute gefunden haben um mich herum, die an meine komischen Ideen geglaubt haben und mich unterstützt haben. Oder? Und bis heute auch noch dabei sind. Und das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich das Geheimrezept. Ich bin in Buch, St. Gallen, geboren und aufgewachsen, auch in die Schule dort gegangen. Mein Vater hatte eine Metallbaufirma und die Idee war eigentlich, dass ich die dann übernehme und dort weitermache. Das war auch mal meine Idee. Ich bin dann aber schnuppern und gesagt, nein. Das ist nicht mein Ding. Hat er mit den Eltern auch geredet und happy, dass sie gesagt haben, okay, kein Problem. Und ich bin dann immer schon fasziniert von Theater, Film und Produktionen und all das Zeug und Fabrikli und all diese Sachen. Bin dann einmal als 11-Jähriger als ein Sammy Klaus geschminkt worden. Das ist eine kleine Version vom grösseren Sammy Klaus. Und der Maskenbildner oder der Coiffeur dort hat das war der Herr Lutz in Buchs, hat mich dann geschminkt und ich war so fasziniert, dass ich am nächsten Tag zu ihm gegangen bin und gesagt habe, ob ich helfen kann, ein bisschen mehr erfahren und so. Und das war so eigentlich der ganze Kick, wo ich das auch ein bisschen professionell anfangen konnte. We do 6 behind and 2 sitting there, and we cut them like this or something like that. And you see in the background out of focus the people with the white shirt and the logo. And fabulous is very important that you see The logo. the logo on the Something. shirt. Just make one box what is labeled or 2 boxes with So FedEx. this one we out. This goes out, yeah. And this table we move. Here. And not maybe parallel like this. That it's only that we can do photos from here. So we use her. Then we use her here and not in the nothing part. Maybe Ja, das macht nichts, oder? Wenn du den Ecken vielleicht siehst, Wenn du was? dieses Dach siehst, ist das kein Problem, oder? Eben, from here it looks different than from here, right? Ja. Okay. Good. Okay. I think that's.
The first, I'm just want to say sorry. My English is not so good. My job here is butler, and then I'm just helping with my boss Orlando in the day and in the night, because my boss always need someone in his house. It's like not really like 24 hours, but I always help him if he needs someone. If he go home for the company, he always like to get hungry. I can cooking also here. My job is I don't know, because my boss, my Orlando, call me is a butler. I can cooking, not really can cooking. I'm just cooking, driving also, and then cleaning, like this. Und sobald ich fertig war mit der Lehre, habe ich eigentlich das Geschäft aufgetan. Atelier Bassi. Dort mal jetzt noch geheißen Maskenatelier Bassi und nachher umgewechselt auf Atelier Bassi. Ich habe Vertretungen für Make-up übernommen, Import in die Schweiz, und dann auch relativ schnell gemerkt, dass ein riesen Bedarf wäre an Perücken, die eigentlich ab Lager erhältlich sind, und das hat einfach niemand gehabt. Und dann bin ich auf Korea gegangen, weil in Korea damals war die Hochburg von Toupet und Perückenproduktionen und so. Und habe dann eine Firma kontaktiert, bin dann dort hingeflogen und habe mit denen einen Deal gemacht, dass sie mir Leute zur Verfügung stellen. Die habe ich dann geschult und die haben dann Theaterperücken gemacht, mal mit so Tüllansatz, und habe die trainiert. Ja. Leider hat die Firma nach 1,5 Jahren abgereist, dazu gemacht und nach China. Bin dann auf China gegangen, schauen, ob man dort etwas machen kann. Und das war ein Kulturschock. Das war vor 32 Jahren, dann alle noch die Mao-Dinger, Sandalen und ganz viele Velos. Und sie hat für mich einfach gesagt, nein, das kann ich nicht. Das hat nichts mit dem Land zu tun gehabt. Und bin dann noch auf Bali gegangen. Da war eine holländische Firma, die schon Theaterperücken hergestellt hat für Musicals. Und habe probiert, mit denen dann auch Sachen zu machen. Und das hat einfach nie funktioniert. Das hat qualitativ nicht funktioniert. Und so. Und dann habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mal schauen, ob ich eine eigene Firma aufbauen kann. Ja. Ich habe dann dort mal mit meinem heutigen Director von der Firma, den ich im Hotel getroffen habe, der hat mich so ein bisschen immer gesagt, komm, mach Business da, ein Hotel oder etwas. Und er hat gesagt, das ist nichts für mich, Hotel, das ist nichts. Und dann habe ich gedacht, ja, willst du mir helfen, eine Perückenfirma aufzubauen? Und dann dass ich das fast ein Jahr gebraucht, um das sich überlege, mit der Familie zu klären. Und dann haben wir angefangen und dort, wo er gewohnt hat, haben wir eine Firma gebaut. Für ganz wenig Geld am Anfang. Einfach nur 10'000 Franken zur Verfügung gehabt. Das war wirklich wenig und ist eigentlich gar nicht möglich gewesen, aber es hat funktioniert. Wir haben ein ganzes Häuschen gebaut, Firmen, oder? Und so eigentlich angefangen. My name is Ayuni. Email. Email? Yes. Comma. Nothing.
kasih. Koma memasang label. Agung. Packing biasa. Ich trenne, bevor ich gefragt Familie und so. Ich habe ja keine Familie, meine Eltern und ich bin das einzige Kind. Da hatte da sehr viel Bonus gehabt. Auch meine Familie hat mich sehr unterstützt. Also, und ich habe dort ein Bild gesehen von Familie, wie ich das Gefühl hatte, das ist ideal. Natürlich ist es nicht. Also, aber ich hatte das Glück gehabt, dass ich wirklich in einer super Familie mit Unterstützung, wo ich gemeint habe, das ist so, aber ich habe gemerkt, das ist nicht in jeder Familie so. Und das habe ich ein bisschen übernommen und habe das auch in die Firma hinein. Ich bin wirklich der Vater für die Firmen, oder? Und sehe mich auch ein bisschen so. Bin aber auch ein Businessman natürlich. Kamu ke sana? Iya. Betul, saya cemburu. Kommst du anstehen? Und ist der Bart das Markenzeichen? Mein Markenzeichen? Ja. I don't know, also manchmal sind die 18 bin, ja. Und haben zweimal abgeschnitten. Ja. Never again. Never again. Eine Weile lang mal relativ kurz gehabt, wirklich alle 2 Tage, so ganz kurz Ja. geschnitten. Und dann haben wir jetzt wachsen und seit ich auch den Schnauz wachsen, ist es einfach wie ein Ritual am Morgen. No. Ya, demi Anda ya.
But are they online maybe? I don't know. Mungkin banget usul terdapat itu dicuci di rumah. Really? Yes. Willst du das sehen? Hah? Ich sehe mal, zu einem Leiche drauf tun, er hat den Helm drauf und er geht jetzt heim und tut es dann daheim irgendwann runterwäschen. Ist gut oder Indonesien gila ya? Bagus ya? Ya, why not? Iya, jadi saya tidak banyak kerja kan? Tadi dia telepon Saya tidak angkat. super Sache. Jetzt möchte ich nur noch was fragen. He? Balinesische Kultur und Arbeit. Wie funktioniert das? Ganz viel Kompromiss, ja, muss man eingehen. Aber wenn der Rang gefunden ist, wie und was, dann funktioniert es sehr gut. Die Zeit hat einfach eine andere, Stellenwert oder eine andere Funktion. Oder? Religion, Kultur, Familie, das sind die Top-Dinge. Und weil es in dieser Kultur die Zeit nicht die gleiche, wenn die Sonne aufgeht, fängt der Tag an, wenn die Sonne untergeht, ist der Tag vorbei. Wenn man es nicht geschafft hat, dann macht man einfach am nächsten Tag weiter. Also man hat den Druck natürlich nicht. Und sie können ja auch im Tag leben, was etwas super Schönes ist eigentlich. Wo wir vielleicht mehr könnten lernen, einfach, wenn du anschaust, in meiner Kultur, wo ich aufgewachsen bin, tut die Vergangenheit eigentlich die Zukunft regieren. Also alle Ängste von der Vergangenheit oder Missfehler tut man in die Zukunft projizieren, oder? Und vergisst dann einfach noch am Tag zu leben. Und das ist da ganz anders. Da bist du in dem Moment da. Und im Business muss man natürlich das nicht so einplanen. Aber wenn man da einen Kompromiss findet und ein bisschen weiss, wie es geht, habe ich das Gefühl, ich finde es eine super Kombination.
viel kommt, also ganz viel Broadway-Stück oder West-End-Theater sind, wo Perücken da gemacht worden sind. Tina Turner, Beauty and the Beast, also die Schöne und das Biest. Oh Gott. Also wahrscheinlich etwa 30% von diesen Musicals sind meistens da auch hergestellt worden. Das sind auch dann Film natürlich auch. 10.000 BC, jetzt der neue Film Barbie, der rauskommt, haben wir alle Perücken gemacht. Dann sind viele Fernsehserien. Ich kann jetzt gewisse nicht nennen, aber meistens auf Netflix, wo viele Perücken da kommen, die dann für Extras benutzt werden. Der Ridley Scott Movie, wie heißt der jetzt noch? Of the Gods, ist eigentlich über den Moses gewesen, die Geschichte, also der Titel wieder nicht mehr. Ja, das sind ganz viel, macht auch da fast ein bisschen designt gewisse Sachen. Natürlich kriegt man oft gar keinen Kredit über, oder nicht einmal die Firma kriegt einen Kredit über, weil es über den Hair-Designer geht oder den Wigmaker, wo dort, den Job Wigmaker gibt es gar nicht im Film, sondern es ist der Hairdresser oder der Hair-Person oder Key of Hair oder so. We're in the middle of the interview. Yeah, we already now it's already. Yeah, no, come now. Doesn't matter. Now it's already fucked up. They want step by step to send the picture. They won't see. Yeah. Okay. And they see this already? Not No, yet. not yet. For me, it's okay. Yeah, Okay. I think it's perfect. I think this is nice. Yeah, but they have to decide. Yeah. Yeah, but I think this is really good. Yeah, Yeah, like this. I like this. Yeah, yeah. Alright. Sorry. No problem. Also, wenn wir alle Angaben haben, wie die Perücke gemacht soll werden, Farbe, Haar und all diese Sachen, die werden auf einer Liste gemacht, wo dann in die Produktion kommt, in verschiedenen Schritten. Und das Erste, was man macht bei einer Perücke, ist die Montur. Das ist das Grundgestell. Das ist wie eine Kappe eigentlich, wo die Haare drauf montiert werden. Und das heisst Montur. Und da gibt es verschiedene Handknüpfe oder Dressiert. Das Dressiert ist Maschinentressen, die man aufnäht. Zum die Haare aufnehmen muss man die Haarprozesse, also verarbeiten. Dann muss man sie färben, dann bereitstellen, gemäß den Instruktionen. Und dann werden sie aufgenäht, wenn es ein Tressen ist. Und das, was geknüpft ist, wird geknüpft. Oder die ganze Perücke geknüpft ist. Und das ist handgeknüpft. Das ist wirklich ein Knoten, den man in die Haare macht. Von 2-3 Haaren hinten dran. Und dann vorne dran und oben sind 1 Haar, also 1 um 1 Haar. Dann. Und dann am Schluss werden die gewaschen, gestylt oder präpariert, um nachher verschickt zu werden. Madam, your hair is like a field of flower in the bright sunshine. I'd love to lie down on it and put my lip next to yours. Monsieur, this is not my hair. You're talking about my wig. And please, don't lay down on it. My wig maker wouldn't appreciate that. Madame, but all we see is your wig. Madame. Meine Eltern machen sich immer lustig, sagen, ich sei ein König. Oder? Und ich habe als Kind immer ein Schloss wählen und einen Butler. Das ist so ein Ding, und da hat sich jeder lustig gemacht, sogar meine Eltern. Und heute
Ich habe einen Butler, der mit mir herumreist und für mich schaut. Ich habe mein Schloss auch gebaut, hier ein bisschen ein Ding und nehme mich auch ein bisschen wie ein König. Oder? Und habe auch kein Problem damit. Also das ist für mich okay. Ja. Ich fühle mich wohl zu, aber darum habe ich Glas überall. Also ich bin geschützt. Darum wohne ich auch hier umgeben mit Bäumen oder mit wie sagt man, Wälder oder ein Dschungel. Oder? Eingekapselt ein bisschen, so wie ein Schloss, das einen Mauer rundherum hat. Oder? Und das ist auch mit Bergen oder so. Ich fühle mich wohl in Dingen auch. Und das ist lustig, dass das nachher auch meistens so in Interview platziert man mich auch immer innen. Ich habe selten ein Interview außerhalb gemacht. Oder? Ja, ist sicher auch angenehmer. Ja, ist natürlich riesig, weil ich schwitze ganz schnell. Ich bin eigentlich im falschen Land, ja. Also ich weiß gar nicht, was ich alles so sagen soll dazu. Ehrlich gesagt. Ja.